wie gesagt, ich möchte heute über meine Masterarbeit sprechen. Die habe ich letztes Jahr geschrieben. Und dabei habe ich eben versucht, ein Verfahren zu entwickeln, um eben Dubletten bei Stellenanzeigen zu finden. Moment. So, ganz kurz vielleicht zur Übersicht, nur damit man da ein bisschen besseren Überblick hat. Also ich möchte jetzt erstmal kurz über die Motivation dahinter sprechen, die Hypothesen, die ich formuliert habe und dann eben ganz kurz auf die Methoden eingehen, die ich verwendet habe und dann noch auf die Datengrundlage zu sprechen kommen. Und dann so der Hauptteil eigentlich von meinem Vortrag wird sich darum drehen, wie habe ich das letztlich implementiert, dieses Verfahren, also wie sieht mein Code aus und was für Ergebnisse habe ich dann gefunden und die Diskussion dahinter. Also erstmal zur Motivation. Also Sie kennen das ja wahrscheinlich alle. Sie arbeiten ja auch alle mit Stellenanzeigen. Dass das Problem ist, dass man sehr häufig eben Dubletten hat, gerade bei Online-Stellenanzeigen, die einfach aus dem Internet gescraped werden. Und das Problem ist eben, dass diese Daten dann eben oft nicht bereinigt sind. Und das kommt eben vor allem daher, wenn zum Beispiel eben eine Firma eine Stelle inseriert, dass die eben häufig auch auf mehreren Webseiten oder mehreren Portalen diese veröffentlichen, um eben eine größere Reichweite zu haben. Das heißt aber eben auch, dass es eben eine große Diskrepanz gibt zwischen diesen realen Stellen, die es halt wirklich gibt, und denen, die sich halt eben online finden, was ja gar nicht den Arbeitsmarkt unbedingt halt abbildet. Und beim Auffinden dieser Dubletten ist es halt eben sehr schwierig, weil die meistens eben nicht wirklich identisch zueinander sind, sondern es gibt eben sowas, so Einflüsse zum Beispiel von den Webseiten und die lassen sich einfach nicht über so einfaches String-Matching zum Beispiel auffinden. Ich habe aber eben trotzdem versucht, im Rahmen meiner Masterarbeit so diesem Problem so ein bisschen auf den Grund zu gehen und so ein Verfahren zu entwickeln, um eben zum Beispiel Stellenanzeigen in einem Datensatz zu finden. Dafür habe ich mich am Anfang erstmal mit der Frage beschäftigt, so was sind überhaupt Dubletten? Und das ist auch so die Frage, mit der ich mich sehr lange und sehr viel beschäftigt habe und auf die es auch nach wie vor sehr schwierig ist, eine Antwort zu finden. Dafür habe ich eben am Anfang erstmal Hypothesen aufgestellt. Ich habe die hier auf der rechten Seite, sieht man die auch nochmal so visualisiert. Ich dachte, dann kann man das vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen. Also ich bin eben davon ausgegangen, wenn ich so eine Skala von 0 bis 1 habe, was eben bedeutet, dass bei 0 Stellenanzeigen also komplett unterschiedlich voneinander sind und eben 1 bedeutet, Stellenanzeigen sind identisch, bin ich eben davon ausgegangen, dass es sich bei Dublettenpaaren eher um Stellenanzeigen handelt, die ähnlicher zueinander sind, also die gewisse Überschneidungen haben und eben genau andersrum, dass es bei Nicht-Dublettenpaaren handelt es sich eher eben um Stellenanzeigen, die eher unterschiedlich zueinander sind, also eher gegen Null streben. Davon ausgehend habe ich 5 verschiedene Methoden untersucht. Vielleicht nur ganz kurz benenne ich die jetzt einfach mal. Also ich habe Levensstein-Distanz angeguckt. Ich habe ein Back-of-Words-Verfahren in Kombination mit der Cosinus-Ähnlichkeit mir angesehen. Das W-Shingling mit Cosinus-Ähnlichkeit, wahrscheinlich eins der bekannteren ist TF-IDF mit Cosinus und noch Doc2Vec auch mit Cosinus-Ähnlichkeit, um eben so Ähnlichkeitsmaße zu berechnen für Stellenanzeigen. Als Datengrundlage kurz, also ich hatte mir Testdaten zusammengestellt. Ich hatte ein Set mit 400 Stellenanzeigen aus dem Jahr 2020 und ich bin davon ausgegangen, bei diesen 400 Stellenanzeigen hatte ich 65% Stellenanzeigen drin, die Dubletten innerhalb dieses Datensatzes auch hatten und daraus haben sich dann 181 annotierte echte Dublettenpaare ergeben. Und außerdem hatte ich noch Trainingsdaten. Das waren 2 verschiedene Datenbanken, aber grundsätzlich hatte ich ungefähr 1,25 Millionen Stellenanzeigen für das Training der Daten zur Verfügung. Ich weiß, das ist eine große Grafik. Das ist so wirklich mein kompletter Code, den ich letztlich erstellt habe. Der befindet sich auch bei GitHub. Der ist öffentlich gestellt, ist Open Source. Den kann man hier drunter finden unter dem Link. Worüber ich heute gerne sprechen möchte, ist wirklich eigentlich nur, was ich hier in Rot nochmal hervorgehoben habe. Also die eigentliche Kernapplikation da drin. Ich bin nämlich davon ausgegangen, wenn ich einen Datensatz habe, den ich untersuchen möchte, dann habe ich natürlich erstmal so einen Pre-Processing-Step und dann habe ich noch eingefügt einen Pairing-Step. Der war in dem Sinne wichtig, weil letztlich möchte ich ja, wenn ich in einem Datensatz Stellenanzeigen finden möchte, muss ich ja eigentlich streng genommen jede Stellenanzeige mit jeder weiteren also vergleichen, die untersuchen. Und das führt eben zu einem
je nachdem, wie groß der Datensatz ist, steigt das eben exponentiell an und ich habe einen riesigen Arbeitsaufwand. Und ich habe eben diesen Metadatenfilter, diesen Pairing-Step dann eingefügt, um so auf ganz simplen Basis von Metadaten, also zum Beispiel sowas wie Location, schon mal sowas wie eine Vorauswahl zu treffen. Also ich bin davon ausgegangen, zum Beispiel, wenn eine Stellenanzeige für eine Stelle in Köln ist und eine für eine Stellenanzeige in Berlin, ist es schon sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das eben wirklich Dubletten voneinander sind. Und letztlich aus diesem Metadatenfilter kommt dann eben sowas wie ein potenzielles Dubletten-Set heraus, was dann eben weiter untersucht wird. Und hier sieht man eben meine 5 Methoden, die ich miteinander verglichen habe. Die habe ich dann, ich habe noch so ein Command-Line-Interface eingebaut, mit dem eben mitgegeben kann, welche Methoden oder welche Steps ich dann auch benutzen möchte. Also wie gesagt, das ist jetzt wirklich so das alles, was ich gemacht habe, aber letztlich geht's, das hier ist so der Kern davon. Kommen wir direkt auf die Ergebnisse zu sprechen von den 5 Methoden. Das ist ja das, was ich gemacht habe. Also vielleicht nur ganz grob, so im ersten Durchlauf hatte ich dann bei allen Methoden relativ hohe Accuracy Scores von 88, 89%. Aber natürlich reicht das ja nicht und deshalb habe ich mir dann die Ergebnisse noch mal ein bisschen genauer angeguckt. Hier immer in Blau unterlegt sieht man die Ergebnisse für meine Nicht-Dublettenpaare und in Orange eben für meine Dublettenpaare. Entschuldigung. Und hier nochmal dann eben auch alle Methoden übereinander gelebt, die Ergebnisse. Ich wollte Ihnen jetzt nicht super viele Grafiken zeigen, das soll so ein bisschen so eine Idee davon geben, was jetzt meine Methoden gemacht haben. Man sieht nämlich hier auch schon ganz gut bei den blauen, also bei den Nicht-Dublettenpaaren, bei den Ergebnissen, da hatte ich relativ hohe, zum Beispiel Recall-Werte von über 90%. Und das sieht man eben jetzt auch hier visualisiert, dass wie auch erwartet bei meinen Hypothesen, dass sich die Nicht-Dublettenpaare eher durch geringere Ähnlichkeitswerte ausgezeichnet haben und dementsprechend auch relativ leicht auffindbar waren. Leider hat sich das nicht ganz so wiederholt bei meinen Dublettenpaaren. Das, was ich natürlich auch ein bisschen befürchtet habe. Hier hatte ich zumindest jetzt bei der Levenstein-Ratio im ersten Durchlauf so 55% Recall. Immerhin bei TF, IDF und DocTrack 72%. Aber was man hier zumindest so ein bisschen erahnen kann, es hat sich halt auch gezeigt, dass meine Dublettenpaare eben nicht unbedingt sich durch höhere Ähnlichkeitswerte auszeichnen. Ich meine, man erkennt es jetzt nicht ganz so gut, aber das war eher so wie in so einem Kontinuum. Also die Dublettenpaare waren relativ gleichwertig verteilt und haben sich durch alle möglichen Ähnlichkeitswerte ausgezeichnet. Und deshalb habe ich mir dann die Ergebnisse noch mal ein bisschen genauer angeguckt. Und es hat sich halt auch gezeigt, dass bei meinen Stellenanzeigen, von denen werden 93% werden von allen Methoden immer gleich eingeordnet. Das heißt, letztlich machen zu 93% alle Methoden das Gleiche. Und dann fand ich eben interessant, mir nochmal genauer anzugucken, gerade bei den False Positives und False Negatives, was ist an diesen Stellenanzeigenpaaren so besonders, dass alle Methoden die immer gleich falsch einteilen. Und dafür habe ich mir eben dann die Stellenanzeigen ein bisschen genauer angeguckt und eben auch die Metadaten dazu. Und es hat sich eben gezeigt, dass zum Beispiel bei den False Negatives, die zeichnen sich dadurch aus, dass 98% von denen immer auf unterschiedlichen Webseiten veröffentlicht wurden. Also die hatten unterschiedliche Veröffentlichungsdomains. Und eben genauso bei den False Positives hatte die Mehrheit, also 86%, immer die gleiche Veröffentlichungsdomain. Und daraus konnte ich dann eben 2 neue Hypothesen formulieren. Ich bin nämlich davon ausgegangen, dass anscheinend diese Veröffentlichungsdomain einen signifikanten Einfluss auf diese Ähnlichkeitswerte hat. Heißt, ich bin davon ausgegangen, wenn 2 Stellenanzeigen, die werden auf unterschiedlichen Websites veröffentlicht. Und allein aufgrund dieser Tatsache tendieren die dazu, eben geringere Ähnlichkeitswerte zu erhalten, weil wahrscheinlich zum Beispiel sowas wie Markup-Überbleibsel, HTML etc. Einflüsse darauf hat und eben diese Stellenanzeigen so unterschiedlich voneinander macht. Und eben genauso auch andersrum, wenn 2 Stellenanzeigen auf der gleichen Website veröffentlicht werden, ist es auch egal, ob das jetzt Dubletten sind oder nicht, die werden wahrscheinlich höhere Ähnlichkeitswerte erhalten aufgrund dieser Markup-Überbleibsel. Und das habe ich dann eben ausgetestet, indem ich den Schwellenwert angepasst habe, nämlich also nach der Analyse, die werden verarbeitet und dann kommen die zu dem Schwellenwert. Und wenn dann 2 Stellenanzeigen die gleiche Veröffentlichungsdomain haben, dann setze ich den Schwellenwert so ein bisschen höher. Das heißt, ich mache es denen sozusagen schwerer, darüber zu kommen, weil ich ja davon ausgehe, dass die höhere Werte erhalten. Und eben genauso andersrum, wenn Stellenanzeigen eben unterschiedliche Veröffentlichungsdomains haben, wird der Schwellenwert so ein bisschen niedriger gesetzt.
Und das hat sich dann auch gezeigt, dass meine Ergebnisse sich auf jeden Fall verbessert haben. Also die Accuracy ist nochmal ein Stück angestiegen. Und zum Beispiel hier sieht man auch bei der Precision für die Dublettenpaare, haben sich die Ergebnisse durchweg verbessert. Und daraus konnte ich eben schließen, dass die Veröffentlichungsdomain anscheinend einen Einfluss auf jeden Fall auf diese Ähnlichkeitswerte hat. Genau, noch kurz so zusammenfassend zum Fazit. Also wie gesagt, ich hatte ja eben die Hypothesen aufgestellt, dass eben Nicht-Dublettenpaare wahrscheinlich, also Paare, die eben keine Dubletten sind, eher geringere Ähnlichkeitswerte haben werden. Und das hat sich auch so gezeigt. War auch irgendwie klar bei willkürlich gepaarten Stellenanzeigen, dass das eher so der Fall sein wird. Was sich leider nicht gezeigt hat, ist, dass Dublettenpaare eher höhere Ähnlichkeitswerte haben. Das war nicht so eindeutig feststellbar. Aber aufgrund der weiteren Analyse konnte ich dann eben noch so einen Einfluss der Veröffentlichungsdomain feststellen. Und vielleicht noch so grundsätzlich hatte ich schon ein bisschen bessere Ergebnisse bei etwas komplexeren Verfahren wie TF-IDF und Doc2Vec. Genau, was man vielleicht noch so mitnehmen kann, so für die Ergebnisverbesserung. Ich könnte mir vorstellen, dass es zum Beispiel Sinn macht, nochmal sich mit der Definition von Dubletten ein bisschen mehr zu beschäftigen. Weil, wie gesagt, ich habe da natürlich jetzt auch kein perfektes Ergebnis gefunden und eben vielleicht die Veröffentlichungsdomain nochmal ein bisschen mehr mit einzubeziehen. Also die Markup-Sachen zum Beispiel, ein bisschen vielleicht, was mein Vorredner auch angedeutet hat. Ja, auf jeden Fall, das war's. Vielen Dank.